Hi, welcome back to the Lamrim. Hallo, We're willkommen on zurück zum episode Lamrim. 13. Wir sind in Folge I call 13. it, Ich nenne it sie, might set the es sky könnte den Himmel afire. in Flammen It setzen. might set the Es könnte sky den Himmel in Flammen afire. setzen. And just to get us into the Um mood uns in of die this richtige episode, Stimmung für diese Folge I'd zu like to show a versetzen, picture. möchte This ich ein is Bild zeigen. This is actually the first Es zeigt die detonation of a erste nuclear weapon Atombombenexplosion in in dieser this Welt world. This was near the end of World War II. gegen Ende des Zweiten Weltkrieges. Actually, this bomb was exploded Tatsächlich not wurde far diese from Bombe here. nicht weit von hier I have gezündet. driven there before. It's a Ich bin few da schon hours mal drive from where hingefahren. I'm speaking. Es sind ein paar Stunden In Autofahrt New von hier, Mexico, wo ich in gerade the United spreche, States. in New And, Mexico in den USA. The scientists, Wissenschaftler, including Fermi and darunter Fermi earlier Einstein und and vorher Einstein Oppenheimer, und who worked Oppenheimer, at Princeton, der in Princeton arbeitete, they believed sie alle it was glaubten, theoretically possible dass to es create theoretisch möglich a wäre, nuclear eine reaction, Kernreaktion and it would zu create a large erzeugen, bomb. die wie eine And, riesige Bombe wirkt. And they talked the Und president of the sie United States überredeten into den this project Präsidenten der USA to make zu this diesem bomb. Projekt, zum Bau dieser And Bombe. when they had it ready, Als sie in die theory, Bombe in der they took Theorie it to fertig New hatten, Mexico, brachten sie sie nach near New here, Mexico, and, ganz in der they Nähe von hier. set it off in the Und morning eines when they out Morgens in the desert. zündeten sie draußen in The der project Wüste. was called Trinity. Das Projekt It's hieß sort of meaning Trinity. like a powerful deity. Das sollte bedeuten mächtige Gottheit. And I read some Ich amazing habe einige conversations erstaunliche Gespräche with the scientists and the zwischen military den people. Wissenschaftlern und den And, Militärs gelesen. The military people said, "Is Das this Militär safe? fragte, If we ist es explode sicher, this bomb, diese Bombe zu zünden? could something happen that we Könnte don't know dabei about?" etwas passieren, worüber And wir the nichts scientists were wissen? like, "No, no, Und die Wissenschaftler we'll make antworteten, enough, nein, nein, explosion to wir destroy a erzeugen city, for eine example." Explosion, die groß genug wäre, um zum Beispiel eine Stadt zu zerstören. Also keine Sorge, We got it under control. wir haben das unter Kontrolle. And then, Und dann hob this one scientist raised einer his dieser hand. Wissenschaftler I seine just- Hand. Somebody should make a movie Jemand about sollte it. einen Film darüber He raised machen. his hand and he said, "There's a Er hob small seine Hand und chance of a sagt, problem." es könnte And, da ein the kleines military Problem guys geben. are like, "What?" Und die Jungs vom Militär And he fragten, said, "Well, we welches? don't quite know. Und er sagte, wir können there's es a- nicht there genau is some sagen, chance aber es that könnte it die will Möglichkeit ignite bestehen, The whole dass dies atmosphere die of gesamte Earth, and it will Atmosphäre der destroy Erde everything entzündet on Earth and und all alles people auf on der Earth. Erde und There's alle a Menschen auf chance der Erde that the zerstört. reaction will go Es through the besteht die oxygen of the Möglichkeit, entire Earth. dass sich die Reaktion You know, durch den gesamten and Sauerstoff der They're like, Erde "Ah, zieht. okay, just a chance, Und die right?" Antwort, Yeah, just a okay, chance, you know. aber das ist Yeah, bloß eine let's go Möglichkeit, ahead with oder? it, you know. Ja, nur eine Möglichkeit. I was like, whenever I read that, I was Dann like, machen wir es. wow. Entschuldigt, aber jedes Mal, wenn ich das lese, dann schüttelt es mich. Wow. Sie versuchen sich an einer It could kleinen go Bombe wrong. und das könnte auch It schief gehen. could Verstehst du? destroy everything. Es könnte alles zerstören. And that's the theme Das ist das Thema of this episode dieser 13. Folge 13. Let's read the Tibetan Schauen wir uns together. zusammen das Tibetische an. Shenyang nga shepe, chamse kyu chanakye, chungwadang. So now they're talking about Jetzt reden wir über disastrous die results katastrophalen Ergebnisse der Diamond Way Praxis practice. des If we Diamantwegs, don't have this wenn wir nicht attitude diese of Einstellung haben, trying to help, anderen zu having helfen, made a commitment to wenn wir help das everyone. Versprechen nicht ablegen, jeder Einzelnen Then zu this is a helfen. story. Oh, this Dann says hier heißt es, it's like the story of dies the ist wie die Geschichte Brahmin des jungen youth Brahmanen, called genannt Chanakya, which we talked Chanakya, about earlier. So I went über back den and wir got schon it for früher you. gesprochen haben. Also And habe ich sie für dich the noch text einmal herausgeholt. Earlier in the Lamrim, Und der Text davor im day Lamrim 13, von Tag 13 it says, besagt, Chamsekyu Chanakya Shepa, Shinje She Trupe, Mi Mabungunchuk Tu Sepe, Nyawa, Namedu Kepa Sung. He got er erlangte magical powers magische Kräfte, by practicing indem Tantra. er Tantra And then he praktizierte, misused them. und dann missbrauchte er And, sie. he actually killed Er tötete a number of people eine with Reihe the von powers Menschen that he gained mit through den the practice Kräften, of the secret die er durch die teachings. Praxis der So, geheimen Lehren here erlangt it hatte. says, then he Hier steht, went to the lowest of Dann the kam er heavens. in das So, unterste we're der talking Höllenreiche. about, before we had the example of Zuvor hatten wir someone das Beispiel von who jemandem, didn't use the power der of die Tantra, Kraft von Tantra nicht korrekt nutzte, and all that happened aber was alles, was emptiness passierte, war, directly. dass er Leerheit direkt And sah. now we're talking about Jetzt other sprechen wir people über andere who Leute, didn't have die this diese bodhicitta Bodhicitta-Motivation motivation. nicht hatten, And when they practiced Tantra, und it als got sie dann worse. It Tantra was like the whole sky praktizierten, blew up, wurde es It's schlimmer. like
Es war, als wäre der ganze Himmel in die Luft geflogen. Sie landeten in den Höllenreichen, weil sie diese mächtigen Praktiken ausführten, ohne diese Motivation, allen Lebewesen helfen zu wollen. Es gibt 3 Geschichten. Es gibt diese Geschichte von einem Yogi, einem Tantriker in Indien, der die Yamadhi-Praxis übte. Auf Tibetisch heißt es Shincheshe. Es ähnelt der Yamantika-Praxis. Er wurde als Geist wiedergeboren, als negativer Geist, als böser Geist. Diese Geister wandern gerne zu anderen Orten. Also wanderte er Richtung Tibet und erreichte Tibet. Atisha wurde dieses Geistes gewahr und machte eine Art Deal mit ihm, bei dem er ihm ein Torma darbrachte und ihn dann verjagte. Lord Atisha machte ihm eine Torma-Darbringung und dann verjagte er ihn. Er sagte, und jetzt sollst du gehen. Das ist also ein weiteres katastrophales Ergebnis einer Praxis der höheren Lehren, ohne jegliche Verpflichtung gegenüber allen Lebewesen. Hier ist die 3. Geschichte. Auch diese Geschichte wurde bereits zuvor erzählt. Pembo ist eine Region in Tibet, ich glaube nördlich von Lhasa. Ich bin mir nicht sicher, ich kenne einige Mönche von dort. Es gab einst einen Tantriker, der Yamantika praktizierte. Er wurde geboren. Das ist ein seltsames Wort. Ich sollte Seiji $100 bieten. Bist du bereit? Oder Tim. Yedak kennst du. Ein Preta, richtig? Was ist ein Yedam? Ja, eine tantrische Gottheit. Sukchen. Suk. Ke. Er wurde geboren. Okay, streiche die Wette. Er wurde in Form wovon geboren? Nein. Yedak. Er wurde als Preta geboren, aber er sah aus wie Yamari, ein seltsames Karma. Er praktizierte Tantra ohne hohe Motivation. Er hielt ständig diese zornige Gottheit in Gedanken. Und als er starb, wurde er als Preta wiedergeboren, aber dieser Preta sah aus wie die zornige Gottheit. Das ist alles, was er erreichte. Das war das Ergebnis seiner tantrischen Praxis. Dann haben einige seiner Freunde, die das Yamari-Retreat mit ihm gemacht hatten, ein Torma für die lokalen Geister dargeboten und er kam hin. Und sie fragten, hey, bist du Yamari? Er antwortete, nein, ich bin euer alter Freund. Ich habe versucht, Tantra zu praktizieren, ohne diese Motivation. Aber alles, was ich bekam, war, dass ich zwar aussehe wie er, aber lebe als Preta. Ich leide furchtbar. Es wäre eigenartig, später deine Freunde aus dem Retreat zu treffen und sie schauen dich an und sagen, oh, Yamari ist hier. Und du sagst, nein, ich bin nicht Yamari, ich bin nur ein lumpiger Preta. Gib mir bitte ein bisschen Torma. Bitte bringt mir häufiger Tormas. Du willst nicht nach Diamond Mountain in ein Retreat gehen, den Medizin-Buddha praktizieren, die Medizin-Buddha-Initiation online bekommen, das Retreat online zu Hause machen und dann sterben und ein Geist werden, der wie der Medizin-Buddha aussieht. Es wäre seltsam, oder? Und dann bringen dir deine Freunde Tormas da und du kommst hin. Das ist eine seltsame Geschichte. Das wollen wir ganz gewiss nicht tun. Heutzutage, wenn Pelcher bedeutet meistens Menschen, wenn sie eine tantrische Gottheit persönlich sehen,
wenn sie das Angesicht der tantrischen Gottheit sehen, zu der sie beten, oder wenn sie gewisse Fähigkeiten erlangen, zum Beispiel die Gedanken anderer lesen oder durch die Luft fliegen können, oder wenn sie Menschen kennen, die sagen, ich habe Tara persönlich getroffen, ich kann sehen, was du gerade denkst, oder ich kann durch die Luft fliegen, dann reagieren die Leute oft so, wow, deine Praxis muss fantastisch sein. Du musst eine wirklich gute buddhistische Praxis haben, wenn du Gottheiten sehen und den Geist anderer lesen und in der Luft fliegen kannst. Dann sagt Paponka Rinpoche, ja, das ist cool, aber wenn du kein Bodhicitta hast, könntest du wegen dieser 3 in der Hölle landen. Die können dich in die Hölle bringen. Gottheiten sehen, im Himmel fliegen, den Geist anderer lesen. Wenn du das aus falschen Gründen tust, kann dich das in die Höllenreiche bringen, wenn du kein Bodhicitta hast. Es hilft also weder dir noch mir, wenn wir den Geist anderer Menschen lesen oder kleine Zaubertricks anwenden können. Pen Mitok bedeutet, es hilft uns nicht sonderlich viel. Aber wenn du diese Erfahrung machst, wenn du anderen Wesen direkt begegnest und ihnen gegenüber eine Verpflichtung für ihr Glück eingehst, dann hast du wahrhaft die Essenz des Dharmas erreicht. Du hast die Essenz des Dharmas in dir. Vergiss die Begegnung mit tantrischen Gottheiten, vergiss die Fähigkeit, andere Leute Geist zu lesen. Wenn du einfach nur diese Art von Liebe hast, aus der persönlichen Verbindung zu jedem Lebewesen und der Verpflichtung, ihnen zu helfen, dich um sie zu kümmern, als wenn du ihr Elternteil wärst, dann ist das der wahre Kern des Dharma. Ob wir dich als jemanden bezeichnen können, der den Bodhisattva-Weg praktiziert oder nicht, hängt ausschließlich von dieser Erfahrung ab. Das ist der Knackpunkt der ganzen Frage. Bist du diesen Wesen begegnet? Bist du ihnen gegenüber diese Verpflichtung eingegangen oder strebst du das zumindest an? Dann können wir sagen, ob du auf dem Bodhisattva-Weg bist oder nicht. Übrigens, wenn du diese Erfahrung nicht direkt hattest, aber stark davon angezogen bist, dann passt das auch. Das nächste Bild hier ist ein zauberhaftes Bild. Wo ist es? Das Bild mit dem Vogel. Eine Frau füttert einen Vogel. Es ist eine Praxis, die ich immer mit meiner früheren Partnerin gemacht habe, Christi. Und es war eine zauberhafte Praxis. Wir gingen immer zu McDonald's und das Einzige, was wir dort essen konnten, waren Pommes frites. Wir hatten diesen Teil des Lamrim gelesen und wir haben immer kleine Pommesstücke dafür genommen. Ihr kennt die Geschichte von der Tigerin, als Lord Buddha in seinem früheren Leben ein Prinz war, namens, ich glaube, Ningtop Chenpo, großer Mut, Herr Mut. Er ging in den Dschungel und traf auf eine Tigerin, die hungernd im Sterben lag, mit 4 Babys, die versuchten, an ihr zu saugen, aber nicht konnten. Sie konnte keine Milch produzieren. Um es kurz zu machen, er bot ihr seinen Körper an. Er brachte diesen 5 seinen Körper dar, mit dem Versprechen, dass sie seine ersten 5 Schüler sein sollten. Und sie wurden es. Koaldinya und die 4 weiteren. Du kannst diesen Akt der Wahrheit machen, während du ein anderes Wesen fütterst. Wir gingen also immer zu McDonald's, bestellten Pommes frites, brachen sie in kleine Stücke und fütterten die Vögel, die Spatzen, die zu McDonald's kamen. Wir beteten, wenn du meine Pommes frisst, dann wirst du als mein Schüler wiedergeboren, wenn ich ein Buddha werde. So macht es dann richtig Spaß, zu McDonald's zu gehen. Ansonsten ist es schon irgendwie komisch, zu McDonald's zu gehen, oder? Er erwähnt das tatsächlich hier.
Wenn du diese Art von Motivation hast und in einen McDonald's gehst und dort Pommesstückchen an kleine Vögel fütterst, dann werden sogar Aktivitäten, die karmisch flach sind, die keine große karmische Kraft haben, wie Pommes, an einen Vogel füttern oder auf die Toilette bei McDonald's gehen. Also eigentlich karmisch neutrale Aktivitäten. Hier heißt es Lungmaten, karmisch neutrale Aktivitäten. Vögel Pommes zu geben, ist schon ein bisschen gutes Karma. Nehmen wir an, du gehst rein und willst die Toilette benutzen, also kaufst du ein paar Pommes. Manchmal mache ich das. Selbst der Toilettengang, der per Definition fast karmisch neutral ist, nicht gut, nicht schlecht. Das hängt wohl davon ab, wie groß die Bombe ist, die du absetzt. Aber es ist karmisch neutral. Aber selbst das wird dann eine große Tugend. Zun bedeutet hier, Jimbo Zun bedeutet, bis hinab dazu, einem Vogel Pommes zu geben. Oder selbst bis hinab zum Toilettengang, von dem wir dachten, er wäre eine neutrale Sache, wird all dies zu einer hohen Bodhisattva-Handlung. Das ist fantastisch. Es ist fantastisch, wenn wir die ganze Zeit diese Hintergrundmotivation halten können, dass ich wie ein Elternteil jedes Lebewesen retten will. Wenn du so denkst, wird all der Kleinkram, den du tust, deine Zähne putzen, dein Haus putzen, das wird alles hohes Karma. Alles, was du tust, wird eine Art super aufgeladenes Karma. Du tust keine neutralen Handlungen mehr. Alles, was du tust, ist super aufgeladen. Das ist richtig cool. All diese Handlungen, dein Haus putzen, deine Zähne putzen, bei McDonald's auf die Toilette gehen, Vögel füttern, all das wird zu direkten Ursachen für die Buddhaschaft. Super cool. Now, Changsem Dagni Chembuni Mi Gewaang Di Sine Gewar Gyur Nupayin. Das ist jetzt eine sehr umstrittene Aussage. Ich will nicht, dass du sie falsch verstehst. Dann fragen natürlich immer alle, sag schon. Changsem Dagni Chembo. Dagni Chembo, $50, Sanskrit. $50 auf Sanskrit. Dagni Chembo. Mahatma. Canto, Mahatma. Okay, Mahatma. Mahatma. Das ist tibetisch für Mahatma und es bedeutet großes Wesen. Wie Mahatma Gandhi. Changsem bedeutet diese Bodhisattva Mahatmas. Suchen wir ein Beispiel dafür. Ja, okay, du gehst zu McDonald's, du möchtest die Vögel mit Pommes füttern als Bodhisattva-Handlung und dann stellst du fest, dass du kein Geld und keine Kreditkarte dabei hast. Du gehst raus und da sitzt jemand neben dir und isst Pommes. Er schaut weg und du schnappst dir ein Pommes und gibst sie den Vögeln. Unter besonderen Umständen, wenn deine Motivation hoch genug ist, wird dieser Diebstahl einer Pommes ein gutes Karma. Aufgrund der Motivation. Und das ist eine extrem gefährliche Idee. Okay, ich habe darüber nachgedacht, welches Bild ich euch zeigen könnte, das zeigt, wie gefährlich diese Idee ist. Und so habe ich dieses Bild eines Fugofisches aus Japan gefunden. Der Fugofisch wird auch Kugelfisch genannt. Und einige Innereien dieses Fisches sind hochgiftig, giftiger als Cyanide.
So I don't know, there's this, es gibt diese coolen Japaner. Ich habe einmal einige Zeit in Japan gearbeitet. Da gibt es diese Art Mutprobe. Man sagt im Restaurant, bring mir einen Fugu-Fisch, und dann heißt es, aber wenn du das falsche Stück isst, wirst du hier und jetzt sterben. Den Fisch noch im Mund. So schnell wirst du sterben. Ich habe nachgeschaut, 50 Menschen sterben in Japan jedes Jahr an Fugu-Fischen. Sie sagen, ich mache es trotzdem. Es soll super lecker schmecken, weil es so gefährlich ist. Um ihn legal kochen zu dürfen, musst du eine 3-jährige Ausbildung machen. Du musst eine Lizenz und eine 3-jährige Ausbildung haben, um ihn legal im Restaurant servieren und kochen zu dürfen. Die meisten Menschen, die daran sterben, nehmen einen mit nach Hause und versuchen, es selbst hinzubekommen. Ihr versteht also, wovon ich rede, oder? Ihr versteht, wovon ich rede, nicht wahr? Ein Pommes zu stehlen, um sie den Vögeln zu geben, erfordert einen sehr erfahrenen, hochqualifizierten Bodhisattva-Koch. Wenn du oder ich das versuchen, enden wir lediglich tot auf dem Boden mit Fugu-Fisch in unserem Mund. Da gibt es diesen Scherz, egal wie oft du einem Schüler sagst, wie gefährlich etwas ist, irgendwer wird es trotzdem ausprobieren. Also bitte tu das nicht. Er will lediglich darauf hinweisen, dass Dinge, die normalerweise unfreundlich sind, Dagni Chenpo bedeutet nicht einfach nur ein normaler Bodhisattva, sondern ein sehr hoher Bodhisattva. Bei dem ist es möglich, dass er oder sie ein Pommes stehlen könnte, wie soll ich sagen, und dies in eine unglaubliche gute Tat wandeln könnte. Aber das ist extrem selten. Wie Fugu, Fisch essen, also sein kein Narr, kein Fugu-Fudel. Ist das klar? Matabu yina changsemni name chanjukoni gyurwe padan dawa yino dena ngama la yum yang ser de sene gewa gyun nupayin di menani toni to beshira kenatina. Okay. In general, grundsätzlich die Leerheit direkt sehen. Wenn du Leerheit direkt sehen kannst, also Changchup hier heißt nicht Changchup Sempa, es bedeutet nicht Bodhisattva. Es heißt Buddhaschaft, aber es bedeutet nicht Buddhaschaft, es bedeutet Erleuchtung der 3 Arten, der 3 Fahrzeuge, der 3. Es gibt 2 untere Wege. Wenn du deren Ende erreichst, dann erschaffen diese Wege, weil du Leerheit direkt gesehen hast, ohne Bodhicitta, zwar das Nirvana, aber es wird niedrigeres Nirvana genannt. Und wir haben bereits darüber gesprochen, warum wir dort nicht hinwollen. Aber die Leerheit direkt sehen hat diese Kraft, selbst bei einer Person, die keine hohe Motivation hat. Sogar bei einer Person, die nicht diese hohe Motivation hat, kann das direkte Sehen der Leerheit, Nirvana, hervorrufen, und deswegen heißt das Ma. Es wird Mutter genannt. Yum, wie Yab-Yum, okay? Es wird Mutter genannt. Hier heißt es Ma, Matabu Yin. Ich möchte hier gerne das nächste Bild zeigen, für das ich mit einer Familie in Sedona hart verhandeln musste, um es nutzen zu dürfen. Hier siehst du Erin Schad und Nick Lachaud und deren Baby Amelie. Stell dir vor, dass Amelie ein Buddha ist, was nicht sonderlich schwer fällt, wenn man in ihr Gesicht blickt. Die Mutter der Buddhas, die Erin aller Buddhas, ist die direkte Wahrnehmung der Leerheit. Wir können also sagen, dass das direkte Sehen der Leerheit die Mutter aller Buddhas ist, wie Erin für Amelie.
Aber Bodhicitta hat nur ein Ergebnis. Du kannst nicht mehr auf allen 3 Wegen gehen, nachdem du diese Erfahrung hattest. Wenn du einmal diese Erfahrung gehabt hast, sind die 2 unteren Wege gestrichen. Du bist dann auf den höchsten Weg beschränkt. Der höchste Weg, der Bodhisattva-Weg, endet immer in kompletter Buddhaschaft, vollkommener Buddhaschaft. Lame bedeutet das Höchste, absolut Höchste, unvergleichlich, nichts höher. Also ist es wahrhaftig wie ein Vater. Wenn wir nochmal auf das Foto zurückkommen, Nick repräsentiert das Bodhicitta und die Mutter. Darüber müsst ihr in euren Study Groups nachdenken. Zur Mutter gibt es hier eine Aussage, ich weiß selbst nicht genau. Die Wahrnehmung der Leerheit kann auf 3 Wegen verlaufen. Du kannst ein vollständiger Buddha werden oder du kannst einfach nur Nirvana erreichen. Daher ist es wie eine Mutter. Aber das Bodhicitta kann nur zur vollständigen Erleuchtung führen. Daher ist es wie ein Vater. Also vielleicht ist dies eine Aussage darüber, was eine Mutter ist und ein Vater nicht. Ich weiß es nicht. Ihr könnt darüber in euren Study Groups diskutieren. So jedenfalls lautet seine Aussage. Und übrigens, hier macht er eine Nebenbemerkung. Er sagt, übrigens ist das der Grund, warum wir die Vollendung der Weisheit Yum, wie in Yabyum nennen. Yum bedeutet Heilige Mutter oder so ähnlich. Deswegen nennen wir die Vollendung der Weisheit Heilige Mutter. Ich habe nachgeschlagen, was Yum auf Sanskrit ist, und ich habe eine ganze Weile gebraucht. Meistens ist es einfach Prajnaparamita, die Vollendung der Weisheit, aber manchmal wird es Mata genannt, was Mutter bedeutet. Die Inder nennen ihre Mütter Mataji, also Yum auf Tibetisch bezieht sich auf die direkte Wahrnehmung der Leerheit und die Literatur, die dir hilft, sie zu erreichen, die Muttersutren oder die Mutter, die große Mutter. Und zusammen heißen sie Mata Pitta oder Pitta, Mata Pitta oder Amba, manchmal Amba für Mutter oder manchmal Pitta Mata, was Vater und Mutter bedeutet. Wir kommen zum letzten Teil hier. Das ist eine interessante Aussage. Da ist ein Wort in der 2. Zeile, Tuktam-Ditel, am Ende der 2. Zeile hier. Til bedeutet Innenfläche deiner Hand. Und Laktil ist die Innenfläche deines Fußes, deine Sohle. Und Laktil bedeutet, ich habe ein Stück Kaugummi hier, und wenn du deine Hand aufhältst und es in die Mitte deiner Hand legst, das wird Laktil genannt. Und es bedeutet, was ist deine allerwichtigste buddhistische Praxis? Das ist, was in deiner Handfläche ist. Es ist irgendwie lustig. Der Name des Buches ist übrigens nicht Befreiung in deiner Hand. Der Name des Buches ist eine Gabe der Befreiung, gestopft in deine geöffneten Hände. Danke, ich hatte gar nicht damit gerechnet. Aber diese Handfläche hier, die bedeutet, was ist eine Praxis, die du immer zur Hand haben solltest, in deinen Händen? Tuktam Gitil bedeutet, was ist deine persönliche Top-1-Praxis? Was ist dein Top-1-Dharma-Thema im gesamten Leben? Welches hast du gewählt? Ist es Vajrayogini-Praxis oder Todesmeditation oder Leerheit direkt sehen? Was ist die eine Sache, mit der du begraben werden willst? Die eine Sache, die du in der Hand halten willst?
Jetzt schließt er zuerst eine bestimmte Gruppe von Leuten aus. Er sagt, schau, ich spreche nicht von Leuten, die keinen Buddha werden wollen. Vergiss diese Leute. Es ist wirklich lustig. Ich weiß nicht, warum er das gesagt hat. Er sagt, was ich jetzt sagen werde, ist nur für diejenigen von euch gedacht, die ein Buddha werden wollen. Wenn du kein Buddha werden willst, dann hör beim folgenden Teil nicht zu. Er sagt, wenn du nicht daran interessiert bist, ein Buddha zu werden, dann brauchst du bei diesem Teil nicht zuzuhören. Aber wenn du interessiert bist, ein Buddha zu sein, dann gibt es nur eine einzige Praxis, der du dein ganzes Leben widmen solltest. Nur eine Praxis, die du in deiner Hand halten solltest. Und das ist, du musst diese Erfahrung machen, wo du jedes einzelne Lebewesen triffst, eins nach dem anderen, und dich verpflichtest, ihnen dabei zu helfen, alles Leid zu überwinden. Du gehst diese persönliche Verbindung und Verpflichtung ein gegenüber jedem einzelnen Lebewesen, Käfern, Fischen, Vögeln, Marsmenschen, Wesen auf der anderen Seite des Universums, alle in einer einzigen Meditation. Lasst uns dies zu der einen Sache machen, an der du den Rest deines Lebens arbeitest. Lass dies deine Herzenspraxis sein. Dieses Pardena ist ein sehr, sehr ungewöhnliches Wort. Man sieht es nicht sehr oft. De bedeutet ein Tier auf der Jagd hetzen. Es ist ein seltsames Wort, wie du jagst ein Kaninchen und rennst hartnäckig hinter ihm. Das bedeutet De. Pade ist ein Idiom im Tibetischen und bedeutet, es läuft darauf hinaus. Du jagst und jagst. Und alles läuft darauf hinaus. Auf was? Er sagt, der gesamte Buddhismus, die gesamte buddhistische Praxis, 300.000 John Brady-Bücher, die gesamte buddhistische Praxis läuft letztendlich Pardena darauf hinaus, diese eine Erfahrung zu machen. Diese Erfahrung mit jedem einzelnen Lebewesen. Die gesamte buddhistische Praxis, aber tausende von Büchern, tausende Stunden der Meditation, all das läuft darauf hinaus, dass du diese Erfahrung auslösen, dass du diese Erfahrung selbst erleben kannst. Sehr cool. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke.